SRF Audio. Fassen wir die Camper mal zusammen. Es ist dreckig, es ist laut, die Kinder schreien am Morgen. Da denke ich mir, warum tun wir uns das überhaupt an? Alles ist anders. Da ein bisschen das Kochen und es ist egal, wenn ein bisschen Dreck im Essen ist. Und das ist für mich, das ärgert mich total. Verschiedenste Leute treffen sich hier auf engstem Raum. Gefällt die Kollegen oder sind die komisch auf dem Platz? Wir sind die komisch auf dem Platz. Die Leute haben sich geändert. Viele wollen nur für sich etwas machen. Für sich und gleich zahlen sie. Nein, zahlen wir dafür. Ich gehöre nämlich auch dazu, Beatrice Gmünde. Auch ich lebe bestimmte Zeit mit wildfremden Menschen auf engstem Raum. Zeltwand an Zeltwand, Privatsphäre, null. Kannst von Glück schwätzen. Wenn du nach der Beziehungskrise bei den Nachbarn, auch wenn es ihnen zu gönnen wäre, nicht auch noch den Versöhnungsex mithören. Und das Verrückte daran, genau das fühlt sich nach Ferien an. Warum? Und wer tut sich das an? Input. Manchmal braucht es eben ein Schöpfchen, um eine Frage in Angriff zu nehmen. Und diesen Frühling hat mir das meine Kollegin Julia via Sprachnachricht gegeben. Hoi du, wir sind auf dem Campingplatz. Ich habe vorher mal an dich gedacht, weil du gesagt hast, du willst schon mal eine Folge machen vom Campingplatz. Und jedes Mal, wenn ich auf dem Campingplatz bin, bin ich einfach irgendwie... Ich weiss ja, es weckt halt hure fest meine Neugier, dass das so viele verschiedene Menschen sind und dass es den Camper schlichtweg nicht gibt. Mach bitte mal die Folge. Okay, Julia, mache ich doch. Für dich und für alle die Menschen, die letztes Jahr für mehr als 5 Millionen Übernachtungen auf den Schweizer Campingplätzen gesorgt haben, wie das Bundesamt für Statistik gezählt hat. Eine Zahl, die seit über 10 Jahren zunimmt. Es ist aber auch eine Folge für alle die es nicht verstehen können, wie man freiwillig auf Komfort und Privatsphäre verzichtet und dem auch noch Ferien sagt. Ehrlich gesagt, ich frage mich das auch. Seit Jahren an der Matcha, irgendwo im Tessin. Angefangen hat es damit vor über 20 Jahren, dass man nach dem Moon and Stars irgendwo günstig und unkompliziert schlafen wollte. Sprich, mit dem Töff Harry als Konzert und dann danach einfach den Schlafsack ausrollen, Harry liegen. Den Tag durch dann ab Matcha baden, chillen. Gut, böse Mühle sage ich dem ausnüchtern. Auf jeden Fall, daraus ist eine Tradition geworden. Zwar nur mit Töff und fixen Konzerttickets, dafür mit Familie samt Wahlfamilie und auch die Ausrüstung geht mittlerweile leicht über den Schlafsack aus. Die einzige Konstante, die Matcha. Jahr für Jahr ist sie für 2-3 Wochen unser Grundrauschen. Hockst dran, spült sie immer den ganzen Alltagsschmutz, der sich über das Jahr angesammelt hat, aus dem Kopf. Sie fließt einen Katzensprung von unserem Platz entfernt. Eine von meinen temporären Nachbäuerinnen dieses Jahr ist Tina, die ich für das Interview zuerst überschwätzen musste. Sie ist eben keine typische Camperin. Typische Camperin? Es gibt verschiedene typische Camper, aber der typische Camper, wo mir vielleicht ein bisschen die Haare zu Berg stehen, sind die mit dem sauberen Vorplätzchen, mit dem sauberen Teppich, mit den Lämpchen rundherum, die Solarlämpchen, mit diesen grossen Stühlen. Stimmt, das ist ein typischer Camper. Die haben grosse Stühle am Tisch mit den Lehnen bis zum Oberstuhl und den Armlehnen. Das ist für mich, glaube ich, der typische Camper. Und alle Anthrazitgrau? Alle Anthrazitgrau und alle sehr leicht. Die Stühle, also nicht die Leute. Die Leute sind vielleicht auch Anthrazitgrau, aber die Stühle sind leicht. Also wenn man jetzt händerös schaut, dann wäre da etwa so, was für dich ein typischer Camper ist? Ja, genau. Etwa so. Der Vorplatz ist super. Ja, das stimmt. Das ist genau so. Aber das ist vielleicht einfach auch ein Vorurteil. Wenn man sie kennenlernt, ist das ganz anders. Aber das ist mein Vorurteil, das ich auch nicht will. Mit dieser Familie mit dem sauberen Vorplatz, wo davor die 4 Paar Adiletten akkurat hergestellt hat und die 4 farbigen Wasserflaschen auf dem Tisch,
Ja, mit der hätte ich gern geschwätzt. Sie wollten aber nicht wollen. In dieser Zeit sind sie nämlich meine nächsten Nachbarn gesehen. 2 Meter voneinander sind unsere beiden Zellen gestanden. Eine gute Woche. Zum Glück hat niemand geschnarchelt. Wo sie angekommen sind, hat es zwar einen kurzen Schwätz gegeben. Die restliche Zeit, wenn es hochkommt, vielleicht einmal «Guten Morgen». Aber eher nicht. Anders mit der Tina, die auch mit ihrer Familie da ist. Vor ihrem Wohnmobil steht ein Tisch mit Tischtuch, drauf ein Basilikum. Dreckig ist es auch bei ihr nicht. Für das Interview setzen wir auf den Damm, wo man aus dem Schatten raus direkt in die Matsche schaut. Sie in Shorts, Shirt und Birkenstock, so wie die meisten halt hier rumlaufen. Ist sie Lehrerin, Juristin, Bankerin, Schreinerin? Ich kann hier nicht lesen, was die Leute außerhalb von dem Campingplatz machen, in ihrem gewohnten Alltag. Tina ist Grafikdesignerin, verratet sie mir. Und verratet mir auch, wie sie wohnt. Auf dem Land, nahe von Zürich, in einer Terrasse, Eigentumsterrassenwohnung. Die sind ja grosszügig eingerichtet, so Wohnungen. Ja. Und jetzt, Tina, ich schlafe etwa 8 Meter von dir entfernt. Meine Freunde sind mit ihrem Rover und zu deinem Wohnmobil 1 Meter entfernt. Weniger, ja. Definitiv. Wieso macht uns hier die Dichte nichts aus und so im Alltag haben wir es gern grossflächig? Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, vielleicht weil es alle auch zulassen. Also jetzt die Nachbarn nebenan, die lassen es wie auch zu, dass man mal rüberschauen kann und auch ein bisschen mitverfolgen. Also ich glaube, wir dürfen auch dann schauen und mitverfolgen, was der andere macht, oder ein bisschen. Und vielleicht auch mal etwas sagen. Also ich weiss nicht, ich mache das auf jeden Fall. Aber es ist plötzlich... Wir hören auch ein bisschen wie zueinander. Also wir laufen vorbei und gucken vielleicht auch schnell an. Also es ist, glaube das Niederschwellige ist es. Und man sucht vielleicht auch nicht so den man sucht nicht so die Privatsphäre, glaube ich. Da. Man darf es nicht suchen. Und gleich willst du noch, wenn die Nachbarn weg wären und es kommt regnen, willst du wahrscheinlich noch die Wäsche holen. Genau. So, man schaut ein bisschen einander. Aber das einander schauen kann aber dann manchmal auch mühsam sein. Oder? Denn es gibt auch die dann schauen, was macht man falsch. Es gibt ja auch dann eben so Campierer, die dann gar schauen können oder wie parkiert man ein. Ich meine, das war jetzt hier gut gewesen. Ich habe nicht gut einparkiert, das haben gerade geholfen. Das passiert ja immer, oder? Das ist schon für ein sympathisches Jahr gewesen. Es gibt dann aber auch die dann finden, ja, du schaust, kommst du ein bisschen näher so. Es gibt wie beides aufeinander schauen. Manchmal ist es schön, wenn man merkt, es ist wohlwollend, aber es gibt das andere, die dann vielleicht schauen, was machen die jetzt nicht richtig. Angefangen zu campen hat Tina wegen der Kinder, weil ein Campingplatz halt einfach auch ein grosser Spielplatz ist. Sie hat aber auch eine Schönheit für sich entdeckt. Jetzt ist es, also da explizit sind es unter diesen Bäumen und ich glaube, das ist schön, man ist halt in der Natur, also im besten Fall auf einem Camping ist man in der Natur, es gibt natürlich viel anderes. Ich glaube, es ist auch das Reduzieren aufs Wenige, also du musst kochen, also du musst schauen, dass du etwas zu essen hast, du kannst schlafen, es ist, glaube ich, so niederschwellig alles. Und das alles bei weniger Komfort als im Alltag und noch weniger Privatsphäre. Es fehlt mir eigentlich gar nichts. Also nicht, dass ich jetzt finde, jetzt habe ich endlich wieder meine grosse Küche. Nein, du sicher, mach auch, wenn wir vorher schnell darüber geredet haben, sicher die Füße pflegen, die Hornhaut wieder mal weg, waschen. Aber sonst ist es nicht, nicht irgendwie etwas, wo mir jetzt fehlt, was ich gerade als erstes mache. Ich schätze einfach sicher am ersten Abend oder am ersten Morgen wenig bekleidet, vom Schlafzimmer ins Badzimmer, Zehputz und niemandem müssen Grüezi sagen. Das stimmt. Und aufs WC auch, wo man nicht irgendwie, wenn man weiss, jetzt sind alle anderen schon, also wo man es auch schmeckt, dass alle anderen schon auf dem WC sind. Das stimmt. Das ist eigentlich, dort frage ich mich auch immer, warum tut man sich das an, oder? Weniger Komfort hat allerdings auch seine Vorteile. So lange wie an der Matcha bot sie mir daheim nie. 4 Minuten sind es, bis ich beim Lavabo bin.
Es sind nicht alle die Menschen auf dem Zeltplatz, die entscheiden, wer das man kennenlernt. Der Raffi zum Beispiel. Er ist mit seiner Hündin, der Mayumi, bei uns vorbeigelaufen. Bei uns auf dem Platz ist der Jock gestanden. Liebe auf den ersten Blick, so hat es ausgesehen. Am liebsten wären jetzt direkt in die Familienplanung die 2 Hunde. Vielleicht nächstes Jahr. Auf jeden Fall, so habe ich den Raffi kennengelernt. Dreifacher Vater, Badmeister im Sommer, arbeitet sogar im Rest des Jahres und ihn, der sich trotz langer Campingerfahrung schon hier und da fragt, was mache ich da genau? Ja, das ist tatsächlich so. Ja, und wir sagen auch immer, als Familie ist eigentlich schon verrückt. Daheim hast du es ja hure gut. Also, du hast eine Dusche, ein WC, du hast Platz, Kinder in ihrem Zimmer, du hast alles. Und dann gibt es einfach die Menschen, die ihr Zeug auf kleinstem Raum zusammenpacken und für eine Woche, 2 so leben wollen. Es ist dreckig, es ist laut, die Kinder schreien am Morgen. Am 7. willst du ausschlafen, kannst nicht. Dann denke ich mir, warum tun wir uns das überhaupt an? Warum machen wir das? Und hast du eine Antwort? Nein, ich glaube, es ist einfach auch die Flucht mal aus dem Alltag in etwas anderes hinein. In ein kleines, über 50-jähriges Wohnwägeli, das die Familie Emil Fröhlich getauft hat. Daran eine Zürcher Nummer. Wegen der Natur muss die Familie nicht auf den Campingplatz. Von der haben sie schon genug im Alltag. Hier haben sie ein Haus mit grossem Umschwung. 2 Hektar, samt Wald, vielen Obstbäumen und Bienen. Sie finden auf dem Platz hier, an der Matcha, nichts anderes. Näher zusammenleben mit vielen guten Herausforderungen. Definieren wir die Herausforderungen? Ja, sagt das Abwaschen. Das Thema mit Teenagerkind. Wer geht abwaschen? Nein, ich habe das letzte Mal abgewaschen. Nein, ich will abtrechen. Einfach, das sind so die kleinen Sachen, die herausfordernd sind. Ist das mit dem Dreck, wo man reinbringt ins Wohnwägeli, oder dann man hat die Kleider sind dreckig geworden, dann musst du die wieder da vorne waschen. Ja. Abwaschen, Dreck, Teenager-Diskussionen. Tönt jetzt nicht ganz zwingend nach Ferien, nach Freiheit. Für den Raffi schon. Ist sicher Verzicht auf Strukturen, die man da hat. Und aber auch eine Freiheit, wo man einfach sein kann. Und ja, Freiheit. Das Muss ist eine Freiheit. Es ist ja die Freiheit, einfach einmal 3 Tage im gleichen T-Shirt rumlaufen. Ich habe zum Beispiel die ganze Woche nie geduscht. Aber das ist, weil ich jeden Tag in die Matsche baden und alles. Bin ja sauber. Ja. Ja, das kenne ich. Geht mir genau gleich, wenn ich da bin. Und der Verzicht, der kommt bei vielen all wieder zur Sprache. Ja, man hat weniger ist mehr auf eine Art. Da ist man wirklich mit der Natur, in der Natur. Man ist angewiesen auf die Natur. Und das ist für mich, das erdet mich total. Das ist Nicole, HR-Frau, die am Tisch mit ihren 6-köpfigen Patchwork-Familie sitzt und gerade ein bisschen Aufschnitt und Brot isst. Campen tun sie in einem grossen Familienzelt. Ja, mit den Kindern bin ich eigentlich jedes Jahr ein paar Tage gegangen. Und sie haben immer gefunden, das sei das Schönste, das Befreiendste, wenn man einfach nichts dabei hat. Und es muss mit kreativen Ideen Spiele finden. Das Schönste, das Befreiendste. Ich schaue Alissa an, die Stieftochter von Nicole. Also meine erste Wahl, wenn es um Ferien geht, wäre eigentlich schon an den Strand gehen. Ich meine, meine Mutter ist Südländerin. Das sehen wir mit meinem Bruder eigentlich auch. Ich bin eher so hell, weiß. Und darum will ich einfach sagen, ja, ich will schon lieber an den Strand. Aber Campen ist auch cool. Was findest du so cool? Einfach so, dass man mit der Familie zusammenhockt, etwas unternimmt und vor allem der Abend ist meistens recht lustig. Mit Ping-Pongeln oder sonst Spiele, erzählt sie weiter. Der Stiefbruder Joel vis-à-vis hört das gehen. So zumindest interpretiere ich sein Grinsen unter dem Chepper. Und wie alt bist du? Ich bin auch 16. Und was gefällt dir so am Campen?
Einfach die Einfachheit wieder. Da ein bisschen das Kochen und es ist egal, wenn ein bisschen Dreck im Essen ist. Einfach ein bisschen zurück wieder, ein bisschen in die Natur und ein bisschen draussen hückeln. Ein bisschen weniger Technik und alles mehr selber machen. Entschuldigung, jetzt bin ich hängen geblieben. Dreck im Essen? Ja, die Haie dürfen ja nichts im Essen drin sein. Und da, der Teller wird von uns abgewaschen und ist noch halb dreckig. Und es ist alles ein bisschen egal, es ist alles ein bisschen einfacher. Ja, das «Weniger ist mehr», quasi zurück zur Natur, zurück zum Wesentlichen. Und das gebe ich zu, das ist ja das, was mir beim Campen gefällt. Aber ist es wirklich auch weniger? Das möchte ich von jedem wissen, der sein ganzes Leben auf dem Campingplatz verbracht hat. Von Peter Gisler. 1961 hat sein Vater den TCS-Campingplatz im zürcherischen Flach übernommen. Wir hatten aber einen Wohnwagen, wo wir sein konnten, gerade jetzt als Kind auch. Und da ist natürlich dann von Kindsbeinen an hat man da alles erlebt. Also von Grund auf hat man, wie soll ich sagen, das Erwachsenwerden erlebt, auch das Erwachsenwerden. Inwiefern? Ja, interessant wird es ja dann ab 13, 14, 15, oder? Also das heisst, du hast deine erste Liebe hier kennengelernt? Eine von den ersten. Im 1995 hat der Peter das Zepter übernommen. Heute ist sie in der Hand von seiner Tochter. 320 Plätze bietet es an. Für Zelt, Wohnwagen, Camper, feste Standplätze, Bungalows. Der Rhein ist gerade nebendran, das Naturschutzgebiet auch. Der Peter läuft voraus in Hönnendreh. Weit kommen wir allerdings nicht. «Private Camp» steht auf einem Schild. An einer Kette, die eine Parzelle absperrt. Ich bleibe stehen und der Peter sieht mir, glaube ich, die Verblüffung gerade an. Das zeige ich dir gerne, ja. Jetzt gehen wir ins Private Camp mit dem Mikrofon. Ich will nur schnell mal schauen, von daher. Wir nicht filmen. Da haben wir da, ist dann eine Lounge mit einer Terrasse. Auf der rechten Seite hat es eine Küche mit einem grossen Grill drin und einem Kühlschrank und einem Kochherd drin. In diesem Teil da nebenzu ist gerade das private Badzimmer, Dusche, Toilette, der ganze Nasszellenbereich ist dann da rein. Die Leute sehen jetzt nicht so aus, als ob ich ein Interview machen mit denen. Danke nicht. Er grinst. Oder da, schwätzt nicht mit mir. Aber ich müsste rasch zu ihnen kommen mit dem Mikrofon oder sie zu mir. Ich will hier nicht in die Privatsphäre reinkommen. Hey, das ist ja super. Wie lange sind ihr hier in der Ferien? Eine Woche. Und wir haben gesagt, wenn wir gehen campen, dann Deluxe. Ja, so wie vor 2 Jahren sind wir schon mal da gewesen. Und wieso so? Das ist ja wie ein bisschen Freiluftwohnung, wirklich eine wett eingerichtete Küche, ist weit weg für mich zum Campen. Haben euch nicht entschliessen für eine Ferienwohnung am Wasser und campen? Nein, vor 2 Jahren ist noch unser Vater mitgekommen, also die Schwester ist auch da. Und dann haben wir gefunden, wenn, dann probieren wir mal so etwas aus. Also allein gehen wir schon quasi nur mit dem Zelt. Ja. Und jetzt einfach, weil es ein bisschen bequemer muss sein. Genau. Ja, das ist ja grossartig, oder? Und da steht Private Camp, relativ prominent gefunden, die Kollegen auf dem, oder sind die komisch auf dem Platz? Wir sind die komisch auf dem Platz. Nein, wir suchen nicht Anschluss eine Woche. Ja. Also in Body, dort treffen wir es dann, ja. Danke vielmals, ganz schöne Ferien. Eine eigene Küche, eigene Dusche, eigenes WC und das auf dem Campingplatz. Definitiv das Bild vom günstigen Ferienmachen im Zelt scheint mir recht veraltet. Und wenn ich mich hier so umschaue, was hier teilweise auf 4, wenn nicht auf 6 Rädern steht, dann kannst du gerne richtig teuer sehen. Heute, eben gerade mit den Fahrbüsschen, das fängt bei 70'000 oder 60'000 Franken an. Die Morelo oder da oben die grossen Büste sind bis 500'000. Man hat dort relativ eine grosse Bandbreite, die man ausgeben kann. Aber auch wirklich derartig, die nur mit einem Mikrozelt oder mit einem kleinen Zelt da sind. Wir haben das ganze soziale Gefüge.
Der Nachmittag, wo der Peter und ich auf dem Platz stehen, prätschig heiß. Die Luft scheint zu stehen. Fast keine Leute zusammen. Die einen sind am Baden, die anderen auf einem Ausflug. Aus verschiedenen Camper und Büsschen ist die Klimaanlage zu hören. Ich gehe davon aus, hier innen sind zum Jassen lesen, was weiß ich. Also der Verzicht, von dem ich an der Matcha so viel gehört habe, der Peter beobachtet den nicht. Also heute, wenn man den Campinggast anschaut, was für die Stühle haben sie heute? Feudaler. Es hat wenig, die nur mit einem kleinen Stühle kommen. Viele haben irgendwie Sitz. Oder nehmen so ganze Lounge mit von die Hause, wo sie so zusammensitzen können. Und das andere ist halt die ganze Elektrifizierung, die man heute hat. Es gibt Gäste, die haben wirklich Fritteuse, Kühlschrank, Mikrowellenherd oder so Kartoffeln, Kaffeemaschine unbedingt natürlich. Wir haben 2 dabei, Filter und... Ja, eben. Und das haben wir in der Zeit, wo wir angefangen haben, hat es gar nicht gegeben. Man hatte keinen Strom auf dem Platz. Das war noch Campieren. Meisten Kaffee, wenn man einen Filterkaffee hat man auf dem Gasherd machen und anbrühen, oder? Oder ist ins Restaurant einen guten Schäumli-Kaffee trinken. Unser Komfort reist also mit. Und nicht nur das, sieht Peter. Die Leute haben sich geändert. Sie wollen für sich, viele wollen nur für sich etwas machen. Das ist vom Gast her, vom Campinggast her ein bisschen so gekommen. Ja. Mehr für sich. Obwohl man auf dem Campingplatz eigentlich kaum für sich ist. Vielleicht habe ich die ganze Zeit am falschen Ort nach dem Verzicht gesucht. Es ist nicht die Kaffeemaschine, die daheim bleiben muss, nicht der Kühlschrank, offenbar auch die Fritteuse nicht. Was ich an der Matcha für 2-3 Wochen abgebe, ist nichts anderes. Der Anspruch, dass alles genau so ist, wie ich es normalerweise gerne hätte. Der Nachbar ist 2 Meter nebendran, lehne ich kennen oder auch nicht, und es ist okay. Wenn ich die Zähne putze, laufe ich vielleicht 4 Minuten. Oder zum Wäsche machen muss ich halt auch einmal ein paar Stunden warten, weil die Maschine schon besetzt ist. Ich baue mir einen umständlichen Alltag auf. Er ist dafür sehr langsam und überschaubar. Was sich gerade im heutigen komplexen digitalen Leben extrem gut anfühlt. Wie eine Ferie, die leider auch schon wieder vorbei ist. Weil mich freuen, hat euch die Input-Folge nochmal ein bisschen Feriengefühl gegeben, auch wenn ihr kein Camper seid. Ein Feedback freut mich via Insta oder auch input@srf.ch. Mein Name ist Beatrice Gmünde. Aber warte noch rasch, mein Input-Gespänli Silvan Zemp hat noch ein Anliegen. 2 verschiedene Kulturen vereint in einer Familie. Und da stellen sich Fragen. Zum Beispiel, welche Sprache reden wir mit unserem Kind? Machen wir eine Taufe? Feiern wir Weihnachten, Ramadan, Diwali oder von allem etwas? Und welche Rolle spielen vielleicht auch die Grosseltern oder andere Verwandte in der Erziehung? Für eine Input-Sendung suche ich Familien, wo unterschiedliche Kulturen zusammenkommen und wo es darum geht, welche Werte man seinen eigenen Kind mitgibt. Und mich interessiert vor allem, wie das im Alltag funktioniert, wo man sich vielleicht clasht oder wo man sich überraschenderweise sogar einig war. Seid ihr eine Familie, die schon Kind hat oder die in Erwartung war? Eure Geschichten interessieren mich. Aber nicht nur die von euch Eltern, sondern auch von euch, die das vielleicht selber als Kind erlebt haben. 2 Kulturen, eine Kindheit. Wie war das? Meldet euch bei mir unter input@srf.ch oder schickt mir eine Sprachnachricht an 076 339 9319. Input. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.